auf der Pizza ist Spinat. Dabei wollte ich doch eigentlich einen Burger. Ja, dann sag's dem Kellner doch, ist ja die falsche Bestellung. Ach, weißt du, der arbeitet so hart. Das ist schon okay. Pizza ist auch cool. Leute, das ist keine Lüge. Bei mir läuft das nämlich leider öfter mal so ab. Ich habe in solchen Momenten Angst, die Gefühle der anderen Person zu verletzen und will keinen möglichen Konflikt auslösen. Und das wird auch als People-Pleasing bezeichnet. To please somebody heißt in dem Fall jemanden erfreuen oder zufriedenstellen. Und das kommt auch sehr stark an das ran, was ein People-Pleaser eigentlich ist. Ein Mensch, der es anderen immer recht machen möchte und sich zum Beispiel viel zu oft entschuldigt. Und da geht es nicht nur mir so, denn auf TikTok hat sich zum Beispiel eine große Community einen selbsternannten People-Pleaser gefunden und auch ihr habt euch das Thema gewünscht. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, was genau ein People-Pleaser eigentlich ist und welche Menschen eher dazu neigen, es allen recht machen zu wollen, aber auch, warum manche von uns sich vielleicht etwas zu oft entschuldigen und wie wir lernen können, damit aufzuhören. Es gibt zahlreiche Artikel und Videos, die einem zeigen wollen, wie man damit aufhört, ein People-Pleaser zu sein. Stars, die von sich selbst als People-Pleaser sprechen, oder auf TikTok tummeln sich Videos, die einem zeigen sollen, was die größten Anzeichen sind, dass man ein People-Pleaser ist. Manche erklären die People-Pleaser-Season für beendet und andere schreiben Songs darüber. Es scheint also echt ein Thema zu sein und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, was genau einen People-Pleaser eigentlich ausmacht. Ich wollte zunächst herausfinden, wie man einen People-Pleaser auf Deutsch bezeichnen würde und habe das dann, wie das natürlich zu einer tiefen, investigativen Recherche gehört, bei Google-Übersetzer eingegeben. Und das hat im ersten Moment so ein bisschen wehgetan, aber am nächsten würde dem eher die deutsche Bezeichnung Ja-Sager kommen, denn das Ganze geht sehr viel tiefer als einfach nur einschleimen. Naja, und der englische Begriff trifft es da immer noch am besten, denn der greift dieses Menschen gefallen wollen auf. People-Pleaser beschäftigen sich nämlich sehr viel damit, wie sie für andere sein müssen und richten ihre Gefühle und ihr Verhalten häufig nach anderen Menschen aus. Sie passen sich anderen an, sind konfliktscheu und stellen oft ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Würdet ihr euch bei dieser Beschreibung auch dazu zählen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und by the way, alle Quellen, auf die wir uns in diesem Video gestützt haben, könnt ihr euch übrigens in der Infobox ansehen. Vor allem die Schwierigkeit, Nein zu sagen, spielt hier auch eine große Rolle. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie im Märchenfilm Ella, verflixt und zauberhaft. Die Hauptfigur Ella lebt hier in einem Märchenland und bekommt als Kind von einer Fee die Gabe des Gehorsams. Dadurch kann sie nicht anders, als immer das zu tun, was man ihr sagt. Slannon doesn't sing. Well, how about you then, huh? Me? Oh no, I couldn't. Oh, come on. Please don't. Sing! Ungefähr so kann es sich für einen People-Pleaser anfühlen, wenn sie um etwas gebeten werden, was sie eigentlich nicht tun wollen, aber dann eben doch tun, weil der Gedanke daran, dass jemand sauer auf einen werden könnte, unerträglich ist und sie Konflikte vermeiden wollen. In der Psychologie gibt es keine eigene Diagnose dafür und dementsprechend auch keine klinische Definition. Der Begriff People-Pleaser beschreibt im Prinzip verschiedene Verhaltensmuster. Die Tendenz zum People-Pleasen kann aber mit einer abhängigen Persönlichkeitsstörung zusammenhängen. Bei dieser Störung ist man, wie der Name schon sagt, sehr abhängig von anderen Menschen und hat große Schwierigkeiten, auch kleine Entscheidungen im Alltag zu treffen, ordnet sich eher anderen unter und fühlt sich hilflos, wenn es etwa darum geht, sich um sich selbst zu kümmern. Allerdings muss nicht direkt eine Persönlichkeitsstörung fürs People-Pleasing verantwortlich sein. Laut der Psychologin Dr. Bärbel Wadetzky neigt man zum Beispiel zum People-Pleasing, wenn man ein geringes Selbstwertgefühl hat, aber auch ein sehr ausgeprägtes Harmoniebedürfnis kann dafür sorgen. Ein großes Ziel von People-Pleasern ist es nämlich, ein harmonisches Umfeld zu schaffen und dafür gibt man lieber schnell nach, als in die Auseinandersetzung zu gehen, um den Frieden zu bewahren. Leute auf TikTok treiben das ganz bewusst auf die Spitze und zeigen in Sketches, wie People-Pleaser selbst bei einem fatalen medizinischen Fehler oder beim Entführtwerden immer noch sagen würden, wie macht man das nochmal? Jetzt habe ich diese Bewegung verlernt. Alles gut, kann ja mal passieren. Und auch wenn das natürlich überzogen dargestellt ist, erinnert mich das an sehr viele Situationen aus meinem Leben, in denen ich gesagt habe, ach, schon gut, ist okay, obwohl es das nicht war. Nein, mir gefällt voll gut, wie sie meine Haare geschnitten haben. Ist mega toll, richtig pfiffig. Und dann zu Hause Identitätskrise. Mit People-Pleasern verbinden viele deswegen vor allem die nettesten und liebsten Leute, wie man das zum Beispiel hier im Thriller Red Eye sieht, wo die Hauptfigur Lisa einer fremden Frau eine nette Geste macht und sich deswegen als People-Pleaser bezeichnet. I gave her this book earlier. She's some huge Dr. Phil fan. Oh, I saw that. Very nice of you. Well,
That's me, people pleaser 24/7. Dahinter kann aber zum Beispiel eine große Angst vor Ablehnung und der Wunsch nach Anerkennung stecken, also anderen zu gefallen. In einem Artikel der Washington Post wird die Autorin Natalie Lu zitiert und sie beschreibt das so. People-pleasing ist, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, Gefühle und Meinungen unterdrücken und verdrängen, um andere über uns selbst zu stellen, damit wir Aufmerksamkeit, Zuneigung, Bestätigung, Anerkennung und Liebe bekommen. Oder wir tun es, um Konflikte, Kritik, zusätzlichen Stress, Enttäuschungen, Verlust, Ablehnung und Verlassenwerden zu vermeiden. Und dazu kann auch gehören, dass man sich und seine Meinung krass an die von anderen anpasst. Die Psychotherapeutin Amy Morin beschreibt beispielsweise, dass People-Pleaser anderen sehr gerne zustimmen, auch wenn sie selbst anderer Meinung sind. So könnte es dann vielleicht ausschauen, wenn sie versuchen, Freunde zu finden. Beautiful day. Gorgeous. I think I might go for a bike ride later. Oh yeah, I hate cycling. I hate it too. I just cycling. Honest, my sister makes me go with her. I'd much rather. What do you like to do? I prefer running. Oh, I love running. I love running. Laut der Psychotherapeutin Akuya K. Boateng ist es so sehr schwierig, authentische und gesunde Beziehungen aufzubauen. Denn so kriegt man ja keine Chance, die Person wirklich so kennenzulernen, wie sie ist. People-Pleaser sind aber laut Boateng so fixiert auf ihr Gegenüber, dass sie sich selbst dabei verlieren. Denn man weiß dann gar nicht mehr, was man sich selbst eigentlich wünscht und welche Bedürfnisse man hat. Das hat seine Wurzeln natürlich mal wieder in der Kindheit. Das innere Kind lässt grüßen. Wenn Kinder zum Beispiel emotional vernachlässigt werden, geben sie laut der Psychologin Dr. Nicole LePera nämlich ihr eigenes Selbstbild auf, um die Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten. Und dadurch entsteht das People-Pleasing. Denn so erhält das Kind sein Selbst durch die Bestätigung anderer. People-Pleasing kann aber auch entstehen, wenn Kinder das Gefühl bekommen, dass es Liebe und Aufmerksamkeit nur dann gibt, wenn sie für das Wohlbefinden der Eltern sorgen. Also wenn die Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Aber auch wenn man ihre Gefühle kleinredet, ihnen ständig widerspricht und häufig wütend auf sie wird, kann es sein, dass die Kinder später People-Pleaser werden. Die Ingenieurin und Comedienne Salma Hindi spricht darüber sogar bei einem TED-Talk und erklärt, wie sie bei diesem Thema auch durch strenge Eltern beeinflusst wurde. Growing up in a very strict Muslim family and community, we grew up on this notion that our lives are on hold and will only begin when we get married. Or when you're of no longer any interest to your parents, but until then, they pretty much make all the decisions for you. And we have no problem with that. Most of us have no problem going along with our parents' decisions for us. However, this is where codependency is born. Dazu erklärt die Therapeutin Kate Engler, dass alle co-abhängigen Menschen People-Pleaser sind, aber nicht alle People-Pleaser co-abhängig. In beiden Fällen hat man den Wunsch zu helfen und Probleme, Grenzen zu setzen. Aber Co-Abhängigkeit ist laut Engler extremer, denn hier ist die Person auf der anderen Seite ebenfalls abhängig. Also keiner kann ohne den anderen. Ein weiterer Grund, warum man ein People-Pleaser wird, kann aber auch die Kultur und Sozialisation sein. Wenn man zum Beispiel von klein auf lernt, dass Selbstlosigkeit eine Tugend ist und das vorgelebt bekommt. Und die Art, wie man aufwächst und erzogen wird, kann auch mit beeinflussen, wie man sich so entschuldigt. Wenn man sich zu viel entschuldigt, muss man nicht automatisch ein People-Pleaser sein. Aber ein People-Pleaser ist sehr häufig jemand, der sich zu oft entschuldigt. Wenn wir uns für jeden und alles entschuldigen, ist die einzelne Entschuldigung nicht mehr besonders viel wert. Sowas kann auch ein Zeichen von Verlustängsten sein. Man möchte auf keinen Fall enttäuschen. Und dann entschuldigt man sich vor allem nicht, weil man denkt, dass die anderen Personen es von einem erwarten würden, sondern weil man wirklich das Gefühl hat, etwas falsch gemacht zu haben. 3 Stunden später. Oh Gott! Oh, sorry, ich wollte nur schreiben. Ich hab ein Buch gelesen. Tut mir leid. Hier könnte man sich im Nachhinein fragen, ob man sich wirklich so schuldig fühlen muss, weil man ein Buch gelesen hat. Man muss sich nämlich nicht für alles entschuldigen. Auch nicht dafür, wenn man während eines Meetings niesen muss. Oder dafür, dass es regnet. Ich entschuldige mich schon mal voraus, aber wenn wir nachher in dieses Studio verlassen, wird es vermutlich regnen. Jetzt bin ich ganz schön sauer auf dich, deswegen. Tut mir echt leid. Ist okay. Oder, wie es im Stern steht, der Höflichkeitsterror muss endlich aufhören. I'm sorry, this place is a mess. I promise it's not usually like this. I'm sorry, I got blood all over you. Please, let me pay for the sweater. Sorry again. Aber wenn man sich dann doch zu oft entschuldigt, kann es auch ein Zeichen von einem niedrigen Selbstwertgefühl sein. Und das Problem dabei ist, dass man es mit dem ständigen Entschuldigen oft noch mehr schwächt, weil man sich ständig selbst das Gefühl gibt, etwas falsch zu machen. Und was bedeutet Entschuldigung überhaupt noch heutzutage?
Voll oft ist es nämlich so, dass man das eher wie so eine Art Reflex benutzt. Eine Floskel. Dieses Entschuldigung, darf ich eine Frage stellen? Kann auch einfach ersetzt werden durch darf ich dir eine Frage stellen? Ohne sorry. Ich meine, wofür entschuldigst du dich? Für die Frage, die du noch gar nicht gestellt hast? Oder für die Zeit, die du mit deiner Frage in Anspruch nimmst? Oder dafür, dass du eine Frage hast? Solche unnötigen Entschuldigungen machen uns kleiner, als wir sind. Das sagt zumindest Soziologin Maja Jovanovic, die ebenfalls in einem TED-Talk das Sorry-Phänomen beschrieben hat. Where somebody takes the microphone to give a toast, and what did they say? Oh, I'm sorry, I'm not really good at public speaking. Sorry, I'm really nervous. All right, go home and practice that. She said sorry to the pizza delivery guy for being late to her house. And she said, oh my gosh, we live in a new subdevelopment. I'm so sorry. Did you have trouble finding this place? Vor allem People-Pleaser entschuldigen sich oft aus purer Gewohnheit. Sowas wie lieber einmal zu viel entschuldigt als zu wenig ist dann oft ein Gedanke. Angst vor Zurückweisung und Minderwertigkeitskomplexe sind auch ein großes Thema, wenn man sich zu oft entschuldigt. Aber das heißt natürlich nicht, dass man jetzt weniger rücksichtsvoll oder unhöflich durch die Gegend rennen soll. Es ist mit die schönste Eigenschaft, wenn man sich aufrichtig und mit Demut entschuldigen kann. Aber wann ist es eigentlich richtig und wichtig, sich zu entschuldigen? Die meisten von uns wissen, wenn man einen Fehler gemacht hat und dabei anderen geschadet oder sie verletzt hat, dann ist es sinnvoll, sich zu entschuldigen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Das heißt wohl, ich muss SpongeBob sagen, dass es mir leid tut. Also gut, ich weiß, ich muss mich bei ihm entschuldigen. Das wird wohl schwieriger als gedacht. Nach einem krassen Fehltritt hilft meistens nicht einfach nur ein sorry. Wenn man es mit der Entschuldigung ernst meint, wird in der Psychologie empfohlen, dass man neben dem persönlichen Aussprechen der Entschuldigung erklärt, was genau aus der eigenen Perspektive schiefgelaufen ist und dafür uneingeschränkt Verantwortung übernimmt. Also nicht rechtfertigen oder Ausreden suchen. Und auch nichts versprechen, was nicht eingehalten werden kann. Sätze wie, ich wünschte, ich hätte auch an deine Gefühle gedacht oder wenn ich könnte, würde ich es gerne wieder rückgängig machen, können dem anderen das Gefühl geben, verstanden zu werden. Worte wie aber gehören eher nicht in eine Entschuldigung rein. Reue ist bei sowas extrem wichtig und auch das ernst gemeinte Angebot, den Schaden wieder gut zu machen. Und letztendlich, nach all den Worten und Taten, darf man um Vergebung bitten. Für eine aufrichtige Entschuldigung muss man reif sein. Wie eine gute, reife Avocado. Und ob dann vergeben wird, ist laut ExpertInnen auch etwas davon abhängig, ob der Fehler wissentlich oder unabsichtlich passiert ist. Aber trotzdem hat man die Hoffnung, dass man entschuldigt wird. Versteht ihr? Und deshalb kann man sich auch, genau genommen, nicht selbst entschuldigen. Wow. Ich habe gerade übrigens schon die ganze Zeit einen Ohrwurm von Justin Bieber. Is it too late now to say sorry? Sich entschuldigen zu müssen, kann super unangenehm werden und auch richtig schmerzhaft sein. Vor allem ist es oft damit verbunden, dass man Angst hat, ausgegrenzt zu werden. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Cholesterinspiegel und mehr Stresshormon. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, merke ich auch, dass es mich im ersten Moment etwas Überwindung kosten kann, dazu zu stehen. Und ich habe manchmal auch Angst, dass meine Entschuldigung nicht angenommen wird. Aber mir sind Entschuldigungen persönlich sehr wichtig, denn wenn ich die Gefühle einer anderen Person verletzt haben sollte, dann will ich ihr mit meiner Entschuldigung zeigen, dass ich sie respektiere und mir ihre Gefühle wichtig sind und dass das nicht so gewollt war. Wie geht es eigentlich euch mit solchen Situationen? Schreibt das gerne mal in die Kommis. Und eine unehrliche Entschuldigung, also eine Non-Apology, ist da fehl am Platz. Also sowas wie, es tut mir leid, wenn du das so siehst und du denkst, dass ich was falsch gemacht habe. Lol, danke für nichts. Dass es einem manchmal so schwer fällt, aufrichtig Entschuldigung zu sagen, liegt auch daran, dass das Auseinandersetzen mit den eigenen Fehlern oft mit Scham, Schuldgefühlen und Enttäuschung der eigenen Person verbunden ist. Man sieht sein eigenes Idealbild von sich selbst nicht mehr als solches an, weil das Verhalten nicht mehr zu seinem Selbstwert passt. Aber sich zu entschuldigen lohnt sich, denn dadurch zeigt man seinem Gegenüber, dass man gewisse Regeln missachtet hat und man weiß, dass das verletzende Verhalten nicht in Ordnung war und vor allem, dass man Verantwortung für seine eigenen Fehler übernimmt. Durch das Entschuldigen stellt man laut der Autorin Elizabeth Scott auch die Würde derjenigen wieder her, die man verletzt hat und stärkt wieder das Vertrauen zueinander. Vielen Frauen fällt es nicht schwer, das Wort Entschuldigung zu sagen, weil man hat ja schließlich meistens schon von klein auf beigebracht bekommen, dass es das Richtige ist. Hier spricht man vom Good Girl Syndrome, was sich vor allem in der Erziehung schon prägen kann bei Frauen. Also das Bedürfnis, es allen recht zu machen und dafür aber komplett selbstlos zu sein und sich den anderen gegenüber schon fast aufzuopfern. Selbst wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob man recht hat oder nicht, naja, es kann ja nicht schaden, sich einfach trotzdem mal zu entschuldigen. So jedenfalls denken wohl viele Frauen. Dass Frauen sich häufiger als
Männer entschuldigen, ist wissenschaftlich durch mehrere Studien bewiesen worden. Und da gibt es die unterschiedlichsten Theorien. Die einen sagen, dass Männer im Vergleich zu Frauen einfach weniger Situationen wahrnehmen, in denen sie denken, sich entschuldigen zu müssen. Wenn Männer aber denken, dass sie etwas falsch gemacht haben, entschuldigen sie sich genauso oft. Sie halten aber tendenziell weniger Situationen für entschuldigungswürdig. Frauen sollen aber allgemein harmoniebedürftiger sein und sollen schneller Frieden herstellen wollen und deshalb auch mehr Situationen sehen, in denen eine Entschuldigung angebracht wäre. Eine weitere Theorie ist, dass Frauen mit einer Entschuldigung eigentlich bezwecken wollen, dass sie gemocht werden. Also sowas wie Entschuldigung, dass ich störe, aber oder sorry, dass ich dich nochmal frage, aber bitte sei nicht böse mit mir und hab mich lieb. Deswegen gab es letztes Jahr bei TikTok beispielsweise auch den Trend, dass Frauen sich vornehmen, E-Mails wie Männer zu schreiben und ganz viele Höflichkeitsfloskeln einfach weglassen. Und ja, wie so oft kann man wegen einzelner Studien jetzt nicht pauschalisierend sagen, Männer entschuldigen sich viel seltener. Es gibt auch Männer, die häufig um Verzeihung bitten und Frauen, die das eben nicht tun. Frauen fühlen sich aber tendenziell von der Gesellschaft eher mehr unter Druck gesetzt als Männer. Fängt schon in der Kindheit an und hört eigentlich nie auf. Mädchen wird oft gesagt, sie sollen ruhig sein, sich an anderen orientieren und nicht für ihre eigenen Wünsche eintreten, sondern sich anpassen. Das führt dazu, dass sie das auch im Erwachsenenleben, wenn sich das eingeprägt haben sollte, weiter fortführen. Dadurch können sie Ja-Sagerinnen werden. Und so wurden sie auch schon früher konditioniert. Alleine, wenn man sich mal Ratgeber für Hausfrauen aus den 50er Jahren anschaut, sieht man oft so Sätze wie: Du hast deinem Mann bestimmt viele Sachen zu erzählen, aber wenn er nach Hause kommt, ist es nicht der richtige Augenblick. Lass ihn zuerst reden. Seine Themen sind wichtiger als deine. Normal. Dass man mit seinen Wünschen, Bedürfnissen und auch seiner Meinung als People-Pleaser häufig selbst viel zu kurz kommt, ist kein Geheimnis. Wenn die innere Stimme so klingt, wird die andere Person jetzt sauer auf mich sein? Was ist falsch mit mir? Sie werden denken, dass ich anstrengend bin. Kann das sehr belastend sein. People-Pleaser haben häufig einen sehr starken inneren Kritiker und dementsprechend kann auch der Leidensdruck hoch sein, wenn man sein eigenes Wohlbefinden von dem der anderen gar nicht abgrenzen kann. Abgesehen davon passiert es People-Pleasern nicht selten, dass sie nur darüber fantasieren, was gut ankommen könnte und sich aber nicht offen über Wünsche austauschen. So können Dinge, die super gut gemeint sind, gar nicht so gut ankommen. Nicht zu vergessen, dass andere Menschen das im schlimmsten Fall auch ausnutzen können, wenn man Probleme damit hat, Nein zu sagen oder sich schnell an die Meinung anderer anpasst. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass People-Pleaser nicht einfach nur die nettesten Menschen der Welt sind, die man immer um einen Gefallen bitten kann, sondern dass sie sehr wahrscheinlich häufig mit sich selbst kämpfen und dass da oft Ängste hinterstecken. Umso wichtiger also, jetzt mal die Brust rauszumachen, ihr wisst, und für sich selbst einzustehen. Und eine recht simple Methode dafür, die ich von mehreren Expertinnen gelesen habe, ist, sich Zeit zu lassen. Also, wenn man nach Hilfe oder der eigenen Meinung gefragt wird, nicht sofort zu antworten, sondern zu sagen, dass man sich erstmal noch Gedanken dazu machen muss. So umgeht man das reflexartige Ja-Sagen oder Anpassen, kann erstmal seine eigenen Gefühle und Gedanken dazu sortieren und kommt aber auch nicht in den Struggle, sofort Nein sagen zu müssen. Es kann auch helfen, sich schon vorab bestimmte Formulierungen fürs Nein sagen oder Widersprechen zurechtzulegen und vor dem Spiegel zu üben. Nein, ich möchte das so nicht. Oder ich kann diese Aufgabe leider gerade nicht übernehmen. Oder man setzt sich schon vorab feste Zeiten in der Woche, an denen man nicht verfügbar ist für andere. Und wenn einem das noch zu krass ist, kann man damit anfangen, dass, wenn man zu etwas Ja gesagt hat, dann aber dafür Zeitlimit setzt. Zum Beispiel, ja, ich helfe dir beim Babysitten, aber ich kann immer nur dienstags zwischen 15 und 17 Uhr. Oder aber eine Bedürfnisliste erstellen. Sich wirklich hinsetzen und mal aufschreiben, was die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sind. Das kann am Anfang gerade für People-Pleaser etwas schwer sein. Deswegen kann es hier helfen, an ein konkretes Ereignis zu denken. Zum Beispiel, wie sieht die perfekte Weihnachtsfeier für mich aus? Und dann kann man anfangen, jeden Tag einen kleinen Wunsch im Alltag an den Partner, die Partnerin, ein Familienmitglied, Freundinnen und so weiter zu äußern. Auch schon so kleine Sachen wie 10 Minuten Ruhe, um ein Buch zu lesen. Für die Leute, die dazu neigen, sich etwas zu oft zu entschuldigen, kann es helfen, das Wort Entschuldigung mit dem Wort Danke zu ersetzen. Beispielsweise, wenn ihr zu spät kommt, sagt statt Entschuldigung für meine Verspätung vielleicht eher Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Fakt ist, ich zitiere, sich zu entschuldigen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, ist eine echte Stärke. Aber zwanghaftes Entschuldigen ist eine Schwäche bei der Arbeit und in persönlichen Beziehungen. Ich entschuldige mich jedenfalls in Zukunft nur noch, wenn ich aus Versehen Beyoncé backstage auf die Füße treten sollte oder das Auto einer Freundin anfängt zu brennen, wenn ich mich dem nähere. Von beide bleibst du weg. Aber es ist so schön.
Minimum. Aber ich würde mich dann auch entschuldigen, wenn es anfängt zu brennen. Ja, dann ist okay. Ja. Hier spreche ich über Oversharing, also wenn man zu viel von sich verrät. Und in diesem Video geht es um das innere Kind. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich auch wieder am Start. Glocke und Abo-Button nicht vergessen. Liebe geht raus. Guten Abend und gute Nacht.